Wir sind permanent vernetzt, permanent online und für das insgesamt meiste davon nutzen wir einen Browser. Klar, ihr habt eine YouTube-App, ihr habt eine TikTok-App, aber wenn ihr was wissen wollt, geht ihr meist in den Browser und sucht dort danach. Wenn ihr Artikel lest, passiert auch das meist noch im Browser und wer einen Desktop-Rechner oder Laptop nutzt, macht sowieso eigentlich fast alles, was Internet angeht, im Browser. Und trotzdem stellen wir uns selten die Frage, welchen Browser wir eigentlich nutzen sollten. Klar, da gibt es Chrome, den alle irgendwie haben, dann Safari für die Mac-Leute und dann noch Firefox oder sowas wie Tor für diejenigen, die was zu verbergen haben, diese Schlawiner. Ah, und Edge natürlich für die, die nicht wissen, wie sie bei Windows was anderes auswählen. Aber war es das wirklich? Gibt es sonst nichts, was wir über den Browser wissen sollten? Und über welchen Browser werden wir leichter gehackt? Worüber schützen wir unsere Daten mehr? Und gibt es vielleicht krasse Features, die wir noch nie gehört haben, die uns aber unser Leben vielleicht erleichtern können? Dafür gibt's ja mich. Ich überzeuge euch heute mal wieder, dass Google mit ihrem Chrome-Browser durchaus ernstzunehmende Konkurrenz hat, ohne dass man seltsame Website-Artefakte zu sehen bekommt. Weltweit und über alle Plattformen verteilt hat Chrome einen unfassbaren Marktanteil von über 65% im Browser-Game. Stand Juli 2022. Irgendwann darunter kommt dann Safari mit knapp 19% und dann kommt erstmal sehr lange nichts. Samsung-Browser, Edge und Firefox landen mit ca. 3% schon fast bei den anderen. Traurigerweise nutzen auch noch 0,28% sogar den Internet Explorer, der übrigens mittlerweile vollständig veraltet und demnach komplett unsicher ist. Nicht mal mehr Microsoft will, dass ihr den benutzt. Lustigerweise ist in Deutschland Chrome nicht mal ganz bei 50%. Safari dafür bei fast 23% und Firefox hat mit über 11% einen recht hohen Anteil an Fans. Auch Opera kommt mit über 3% auf einige Nutzerzahlen. Und ja, natürlich sind die Zahlen mobil nochmal ganz anders. Wichtig ist aber, Chrome führt jede dieser Listen mit Abstand an und das hat Gründe. Chrome wurde ursprünglich für Entwickler entwickelt, als Microsoft Internet Explorer noch der Platzhirsch war. Die Features waren damals schon sehr sinnvoll und haben sich natürlich seither deutlich weiterentwickelt. Heutzutage nutze ich beim Entwickeln von Websites auch am liebsten Chrome, auch wenn die meisten Hersteller mit den Features nachgezogen haben. Chrome bietet immer noch ständig Neues an. Aktuell wird gerade zum Beispiel ein Click-Recorder zum Testen von Features getestet, das mir beim Testen von Websites vieles abnehmen kann. Das Design kam aber zusätzlich noch bei vielen Internet Explorer-Nutzern damals ganz gut an, denn es gab einfach nur eine Leiste und mehrere Tabs zum Auswählen. Wer sich nicht daran erinnert, hier ein Bild, das ungefähr der Taskleiste meiner Großeltern entsprochen hat damals. Chrome dagegen wisst ihr selbst. Dieses Design ist aber mittlerweile absolut üblich und nicht mehr nur bei Chrome zu finden. Viele regen sich übrigens auch über die Geschwindigkeit von Firefox zum Beispiel auf. Chrome hingegen ist smooth und schnell und das ist absolut richtig. Aber genauso wie das Argument der Sicherheit ist das hauptsächlich eine Sache der Engine. Und das möchte ich ganz kurz erklären. Ein Browser hat mehrere Bestandteile. Das User Interface, also das, was ihr seht, ist nur einer davon. Im Hintergrund steht aber hauptsächlich die sogenannte Engine, die den Code der Website interpretiert und ausführt. Und die wiederum ist meist verantwortlich dafür, wie schnell eine Website wirklich ausgeführt wird. Hier wird unterschieden, das Dokument muss verarbeitet werden, das Layout muss verarbeitet werden, im Hintergrund laufen Prozesse für die Kommunikation mit dem Server, JavaScript will ausgeführt werden und Grafiken mit zum Beispiel OpenGL oder DirectX ebenfalls. Quasi schon fast wie eine Game Engine, wenn ihr so wollt. All das bietet eben diese Engine. Wenn also eine Website mit Chrome schnell läuft, mit Firefox aber nicht, dann liegt das meist an der Engine. Und von diesen Engines gibt es 6 Stück, die noch aktiv entwickelt werden. Nicht mehr weiterentwickelt werden übrigens MS-HTML und Edge-HTML. Das sind die Engines von Internet Explorer und Edge. Auch Presto, die Engine von Opera, wird nicht mehr weiterentwickelt, denn der Internet Explorer wurde in Edge überführt und Edge nutzt mittlerweile wie auch Opera die Engine, die auch Chrome nutzt, Blink. Denn Blink, also der Hintergrund, der Kern von Chrome, ist Open Source und kann von jedem frei und kostenlos genutzt werden.
Auch Samsung Internet, Vivaldi und alle Chromium-basierten Browser nutzen die. Demnach ist sie die Engine, die am mit Abstand weitesten verbreitet ist. Das liegt ganz einfach daran, dass sie eben schnell ist und der JavaScript-Teil von Google in Kooperation mit der dänischen Universität Aarhus weiterentwickelt wird. Die Engine selbst enthält aber auch Codebeteiligung nicht nur von Google, aber selbstverständlich auch, sondern auch von Facebook, von Microsoft, von Opera, von Adobe, von Intel, von IBM, von Samsung und noch vielen mehr. Fehlt als großer Name eigentlich nur noch Apple, oder? Eine weitere sehr verbreitete Engine ist deswegen WebKit. Die steckt in Safari. Die wird also offensichtlich von Apple entwickelt, also auch einem Hersteller, der einiges darauf gibt, dass sie gut ist. Übrigens ist es Entwicklern verboten, einen Browser im App Store anzubieten, also dem Store von Apple, der nicht WebKit als Engine nutzt. Alle Entwickler, auch wenn du jetzt da Chrome anbieten möchtest, dann wird Chrome verpflichtet, WebKit als Engine zu benutzen. Und übrigens auch PlayStation, Kindle und Nintendo-Konsolen nutzen WebKit als Engine. Der dritte große Player ist die Gecko Engine, die von Firefox und seinen Abkömmlingen, also auch dem Tor-Browser, genutzt wird. Gecko hat es aber im Vergleich nicht leicht und häufig wird Firefox nachgesagt, dass er viel langsamer ist. Viel mehr stört aber, dass einige Features, die von Website-Betreibern genutzt werden müssen, von Firefox nicht oder noch nicht unterstützt werden. So habe ich das zumindest im Feedback öfters mal gelesen. Die übrigen 3 Engines, die noch aktiv entwickelt werden, sind Goanna, Flow und Serenity, die jedoch eher kleine Projekte sind. Die 3 klammere ich wegen der doch starken Limitierung in diesem Vergleich daher aus. Da aber auch Safari und damit die WebKit-Browser nicht auf allen Geräten verfügbar sind, sprich auch auf keinem Gerät, das ich besitze, werde ich ebenfalls Safari in meinen Vergleich nicht mit einbeziehen. Deswegen ist das hier nur bedingt ein Video für Apple-User. Die neueste Version von Safari für Windows ist nämlich von 2012 und ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich, die solltet ihr absolut nicht installieren. Seit 2012 keine Sicherheitsupdates mehr zu bekommen, ist schon ziemlich dramatisch. Wir können also davon ausgehen, dass dort echt viele Sicherheitslücken drin sind, auch wenn Apple immer noch damit Werbung macht, dass ihr Browser auf Windows schnell sein soll. Ziemlich weirder Move, Apple. Ein interessanter Aspekt ist aber dadurch auch direkt, wenn ihr zum Beispiel Firefox auf einem Apple-Gerät installiert, habt ihr einen Firefox mit WebKit-Basis. Behaltet das also als Limitierung auf jeden Fall im Kopf. Wir haben also 2 große Engines, Gecko und Blink, die wir vergleichen wollen. Darauf basieren unsere Browser, die wir uns ansehen wollen. Auch hier gilt wieder, ich kann euch nur einen Ausschnitt zeigen. Das tut mir natürlich leid, aber sonst würde das Video länger als Spielfilmlänge oder ich müsste es in sehr viele Videos unterteilen und das schauen sich einfach zu wenig Leute an. Dementsprechend kommen in Betracht Chrome, was abgesehen von der Markenzeichen, Rechteverwaltung und einigen Codecs auch Chromium einschließt, Edge, Firefox und damit auch Tor, Opera, Vivaldi und den Brave-Browser. Wenn ich browse, habe ich ein paar Dinge, auf die ich achte und ein paar Dinge, die mir wichtig sind. Das sind dann also meine Kriterien. Natürlich Geschwindigkeit, das gehört leider einfach mittlerweile dazu, Privacy, Sicherheit, Erweiterungen und natürlich zusätzliche Features. Fangen wir also mit der Geschwindigkeit an. Der erste Test, den ich nutze, ist der Speedometer 2.0, der ein Browser-Benchmark ist, den jeder übrigens im Browser einfach machen kann und der die üblichsten Web-Frameworks, also sowas wie React, Angular, Vue und so weiter, auf Interaktivität auf normalen Websites testet. Also das, was man im normalen Browsing-Verhalten wahrscheinlich am ehesten auch machen würde. Ein Ranking sieht so aus. Vivaldi war erstmal der langsamste, deswegen nehme ich den als Grundlage. Firefox war 3% schneller, Chrome war 12% schneller als Vivaldi, Opera 16%, Brave 35% schneller als Vivaldi und der Gewinner ist Edge mit fast 37% mehr Leistung als Vivaldi. Der nächste Test ist allerdings deutlich komplexer. Jetstream testet tatsächlich sehr komplexe JavaScript-Berechnungen via Bibliotheken, also auch sowas wie Kryptographie, WebAssembly und ein paar wenige 3D-Umgebungen. Wenn wir auch hier wieder den Score von Vivaldi, der 193.636 Punkte erreicht hat, vergleichen, kommen wir zu dieser Tabelle. Edge hat Platz 1 mit etwa 8,1% mehr Leistung als Vivaldi. Brave hat etwa 7,7% mehr Leistung als Vivaldi.
Opera hat 7,4% mehr, Chrome 7,2% mehr als Vivaldi. Dann kommt Vivaldi selbst und Firefox hat 30% weniger Leistung als Vivaldi gehabt. Weil Firefox so langsam war, habe ich tatsächlich den Test mehrfach durchgeführt. Die Ergebnisse waren aber immer sehr ähnlich und ich achte natürlich darauf, dass ungefähr dieselbe Grundlast auf dem System ist. Zum System komme ich aber gleich nochmal. Der dritte und letzte Speedtest mit Namen Motion Mark testet grafische Leistung, also so etwas wie Spiele im Browser, größere Animationen oder sogar richtige 3D-Effekte. Kommt natürlich noch recht selten vor, wird aber immer mehr auch genutzt. In meinem Test war Chrome mit Abstand auf Platz 1 mit 1224 Punkten. Dahinter kamen Edge mit 12% weniger Leistung als Chrome, Firefox 20% weniger Leistung als Chrome, Brave 23% weniger Leistung, Opera 25% weniger Leistung und zuletzt Vivaldi mit 39% weniger Leistung als Chrome. Zu diesen Tests muss ich natürlich sagen, dass etwaige Hintergrundprogramme oder schlicht die Prozessorzuteilung Einfluss auf die Messung gehabt haben können. Ich habe aber wie gesagt versucht, das so gut es ging eben zu eliminieren. Führt dennoch aber bitte solche Tests gerne auch selbst auf eurem System durch, denn ich habe das Ganze jetzt auf einem Windows 10 mit einem AMD-Prozessor getestet und bei euch kann das halt komplett anders sein. Manchmal wird ja auch die Grafikkarte für solche Tests herangezogen und vielleicht ist einfach die Schnittstelle zur Blink Engine von meiner Grafikkarte besser als bei Firefox, kann ja sein. Kommen wir aber zum mobilen Benchmark, denn da brauchen wir ja auch einen Browser und ja, ich habe tatsächlich mal mein Handy bemüht. Das kommt selten vor, weil ich meistens eigentlich am Desktop-PC sitze, aber ich meine, viele von euch sind wahrscheinlich ausschließlich auf dem mobilen unterwegs. Selbstverständlich sind die Werte von meinem Gerät nicht mit eurem vergleichbar oder mit meinem Desktop-Rechner, aber mir geht es ja eher um die Relation zueinander, also wie viel schneller war Browser A zu Browser B. Das ist die Idee. Der erste Test ist auch wie vorhin wieder der Speedometer. Da jetzt hier allerdings die meisten Nutzer mobil Chrome nutzen, habe ich den einfach mal als Baseline festgelegt. Chrome hat also in allen Tests die 100%. Hier sieht unsere Bestenliste wie folgt aus. Unser Referenzwert Chrome führt diese Liste mit der Top-Leistung an, ist ja auch immerhin das heimische Betriebssystem Android. Danach kommt Brave mit 10,5% weniger Leistung in diesem Test. Vivaldi hat 11,1% weniger Leistung als unsere Referenz, Edge kommt mit 12,7% weniger Leistung daher, Opera hat 19,2% weniger Leistung als Chrome, Firefox hat etwa 26,6% weniger Leistung als Chrome in diesem Test. Als zweiten Test haben wir auch hier wieder Jetstream. Spannenderweise ist hier Brave auf Platz 1. Brave hat in diesem Test 4,9% mehr Leistung als Chrome. Edge hat etwa 2% mehr Leistung als Chrome, Vivaldi hat etwa 1,4% mehr Leistung als Chrome, dann kommt Chrome als unser Referenzwert, Opera hat 4,2% weniger Leistung als Chrome und Firefox hat satte 34% weniger Leistung in diesem Test. Nummer 3, wie vorhin auch, ist der Motion Mark Test, der 3D-Funktion testet, auch das geht mobil. Auch diese Liste wird angeführt von Chrome. Unserem Referenzwert. Brave hat 11,7% weniger Leistung als Chrome, Vivaldi ist 19,7% langsamer, Opera schafft 20,9% weniger als Chrome, Edge kommt mit 21,5% weniger Leistung als der Referenzwert daher und Firefox schafft 26,9% weniger als Chrome. Selbstverständlich wird es einen Unterschied machen, wenn mit gewaltig anderen Systemen getestet wird. Ich wollte aber eine grobe Orientierung haben und es ging mir weniger um die exakte Performance als um eben eine Referenz. Wenn ihr ein bisschen Zeit und Lust habt, dann führt gerne selbst die Tests auf eurem System aus. Die Tests sind kostenlos, die Browser sind auch alle kostenlos und gerne auch mobil und schreibt mir deswegen eure Werte auch ganz gerne in die Kommentare. Die generelle Tendenz, die ich allerdings mitnehmen konnte, war bei mir folgende. Bei Desktop-Browsern sieht es so aus. Für allgemeines Webbrowsing oder auch intensive Berechnung hat Edge gewonnen. Platz 2 geht an Brave. Chrome war speziell für 3D-Berechnungen sehr beeindruckend. Insgesamt etwas langsamer waren Firefox und Vivaldi. Scheint, als hätte aber Edge der Umzug auf die Blink Engine wirklich sehr, sehr gut getan. Davor war das nämlich definitiv anders. Mobil bleibt Chrome mit Abstand am schnellsten, außer bei intensiven Berechnungen via JavaScript scheint hier nirgends ein Browser an Chrome auch nur knapp heranzukommen.
Dennoch sei hier genannt, dass Brave auch hier definitiv am meisten Leistung nach Chrome bringt. Firefox schafft es in jedem der Tests nur auf den letzten Platz. Privacy sieht hier aber natürlich völlig anders aus. Lasst mich das Thema ganz kurz motivieren. Es gibt dieses wunderschöne Meme. Sohn, bitte lösch meine Browser-History. Deine Mutter darf es niemals erfahren. Dem zugrunde liegt ein ziemlich natürliches Bedürfnis. Wem Privacy im Browser egal ist, hier die Challenge, die ich euch gebe. Schickt mir an meine E-Mail-Adresse kontakt@the-morpheus.de eure vollständige Browser-History. Damit meine ich die exakten Pornolinks, die ihr euch reingezogen habt. Damit meine ich auch die furchtbare Hämorrhoidensalbe, die ihr euch angesehen habt. Und damit meine ich auch sehr persönliche psychologische Probleme, die ihr vielleicht im Internet recherchiert habt. Klar, ihr könnt jetzt sagen, mache ich online sowieso nicht. Aber wieso sollten solche Themen im Internet nicht besprochen werden? Das kollektive Gehirn mit Zugang zu tausenden Erfahrungsberichten für seltene chronische Krankheiten nicht zu nutzen, das wäre eine riesige Verschwendung. Dennoch ist es irgendwie weird, wenn man dabei identifiziert werden kann. Wenn ein konkreter Mitarbeiter einer großen Firma wie Google Zugriff auf solche Daten hat und sie sogar mit eurem Namen verknüpft sieht. Studien belegen, dass man viel, und damit meine ich enorm viel harmlosere Dinge im Netz macht, wenn man beobachtet wird. Aber wachsen wir so über uns hinaus, wenn wir nur immer die neuesten Bilder auf Instagram angucken? Ich glaube nicht. Deswegen sollte es durchaus die Möglichkeit geben, online anonym zu recherchieren. Suchmaschinen habe ich euch ja schon vorgestellt, doch auch der Browser ist wichtig. An der Stelle mal einen gigantischen Shoutout zum Cookets-Blog von Mike Cookets, den ich während meiner Recherchen ziemlich schnell gefunden habe. Er hat noch mehr Browser auf Privacy getestet, die ich hier gar nicht aufführe. Grund dafür ist, dass für ein Video eigentlich schon unsere 6 Browser zu viel sind, ich euch so aber einen Zusammenhang geben kann. Die weiteren nischigeren Browser haben leider in anderen Kategorien dann doch ziemlich derbe Nachteile. Google Chrome sammelt massiv viele Informationen übrigens über euch, während ihr ihn benutzt. Welche Website ihr besucht, wann genau das ist, wie viele derselben Kategorie, und alle Informationen werden zurückgeführt auf euch als Person. Es gibt zwar den sogenannten privaten Modus in jedem Browser, auch bei Chrome, aber grundsätzlich werden auch dort die Daten an Google übertragen. Der private Modus ist nur dann eine Verbesserung, wenn ihr auf eurem lokalen Gerät, also eurem Desktop oder eurem Handy, keine History anlegen wollt. Und der ist ohnehin in jedem Browser verfügbar. Ihr vervollständigt also mit der Nutzung von Google Chrome euer perfektes Werbeprofil. Es gibt einige wenige Privacy-Optionen, zum Beispiel das Blocken von Cookies von Drittanbietern, das aber auch viele der anderen Browser anbieten. Über Do Not Track müssen wir eigentlich gar nicht reden. Das ist eine Option, die ihr einsetzen könnt, die aber ein Website-Betreiber einfach ignorieren darf. Sie tut also quasi nichts zur Sache. Wenn eine Website euch tracken möchte, tut sie es trotz Do Not Track Settings. Insgesamt tut Chrome aber nicht viel für eure Privatsphäre, ist ja auch nicht gerade im Interesse von Google. Edge hingegen ist von Microsoft, aber insgesamt gibt es hier deutlich mehr Optionen, die tatsächlich recht einfach einzustellen sind. Ausreichend sind sie aber nicht. Tiefer versteckt finden sich dann Optionen für Microsoft direkt, die sich irgendwie seltsamerweise nach jedem Update wieder einschalten. Und diese Updates zu verpassen ist wirklich leicht. Auch bei Edge muss außerdem mit Add-ons nachgerüstet werden, wenn man ein Gefühl der Privatsphäre genießen möchte. Und auch im privaten Modus wird alles an Microsoft übermittelt, das man besucht. Hat man nichts anderes eingestellt. Das alles sind aber Videos für sich. Ein wirklicher Privacy-Tipp ist Edge aber natürlich nicht. Opera geht ein kleines bisschen weiter. Zusätzlich zu den bisherigen Optionen kommt hier ein Adblocker im Browser daher. Und hier muss ich mal ein bisschen was zu Adblockern sagen. Auf der einen Seite, ja, natürlich nervt Werbung. Auf der anderen Seite ist es für viele die einzige Möglichkeit, ihre Website zu betreiben. Wenn ihr nun zum Beispiel jetzt gerade einen Adblocker nutzt, dann ist das absolut fein. Ich bin aber auf eine Kombination aus 3 Lösungen angewiesen und die müssen mich tragen, um euch überhaupt Videos liefern zu können. Werbung oder YouTube Premium oder Spenden über mein Patreon oder YouTube-Mitgliedschaften. Danke an euch an der Stelle. Oder natürlich Merch, das ihr mit Adblocker, glaube ich, auch nicht sehen könnt. Oder eben Sponsoren. Durch Werbung allein werden mittlerweile nicht mal mehr meine Ausgaben finanziert, was natürlich im Umkehrschluss dazu führt, dass ich mehr Sponsoren in die Videos aufnehmen muss. Und so geht es vielen News-Webseiten ebenfalls.
Durch Adblocker sind viele mittlerweile auf einen Premium-Dienst umgezogen. Entweder Werbung oder eben Newsseite Plus. Und wenn wir jetzt uns entscheiden, dass wir weder Werbung noch bezahlen wollen, dann wird es halt einfach einen Dienst irgendwann nicht mehr geben. Dann gibt es vielleicht die IT-Trends in ein paar Jahren gar nicht mehr. Es ist also nicht entweder Adblock oder die Websites verschwinden, wie man immer hört, sondern sie sind dann halt gezwungen, Paywalls zu errichten oder andere Optionen zu finden. Oder sie verschwinden tatsächlich. Es gibt also mehrere Optionen. Okay, weiter mit Opera. Opera bietet zudem einen ziemlich potenten Tracking-Blocker, den man sich in dem Ausmaß bei Chrome zusätzlich installieren muss. Doch auch hier behält sich Opera vor, unsere Sucherfahrung zu verbessern, indem sie Nutzerdaten sammeln, was so viel heißt wie: wir wissen genau, welche Pornos du guckst, Digga. Die meisten kann man aber problemlos deaktivieren, darf man nur nicht vergessen. Auch den Trackerschutz muss man definitiv aktivieren. Ein weiteres interessantes Privacy-Feature ist allerdings Operas eigener VPN, der direkt im Browser integriert ist, den man aber auch aktivieren kann, kostenlos. Ein VPN kann euch etwas anonymer gegenüber Websites machen. Hier gibt es allerdings sehr viel zu beachten. Im Alltagsgebrauch ist das allerdings eher wenig sinnvoll. Um allerdings extra jetzt seine anonymeren Browsing-Sessions mit Opera durchzuführen, und für den Standard benutzt man halt Chrome, I don't know, da reicht es dann halt doch nicht. Da gibt es dann doch deutlich bessere Optionen. Kommen wir also zu Brave, Firefox und Vivaldi. Alle drei bieten, abgesehen vom VPN, auch alles, was Opera bietet, aber noch ein bisschen mehr. Alle drei werben sogar mit Privacy und Schutz vor Tracking. Und das bieten sie, grob gesagt, auch. Hier könnte man jetzt extrem technisch werden und sehr tief gehen, aber grob gesagt ist keiner der drei Browser im Auslieferungszustand wirklich perfekt. Brave betreibt User-Tracking, das allerdings laut ihren Studien, so sagen sie, nicht zurückverfolgt werden kann und man kann es deaktivieren. Vivaldi nutzt Google-Dienste und auch Firefox hat einige Tracker per Default. Allerdings kann man bei Firefox alles manuell deaktivieren, leider muss man allerdings dazu auch in die sehr tiefen, sehr technischen Einstellungen rein und dort rumwühlen. Das ist teilweise nur wirklich gut machbar für sehr erfahrene Nutzer, wenn man nicht sogar schon Informatik verstehen muss dafür. Fun Fact am Rande: Firefox wird zu einem massiven Teil von Google mitfinanziert. Behaltet sowas auch gerne im Hinterkopf. Auch Maßnahmen gegen Fingerprinting sind aber in beiden Browsern natürlich vorhanden, also in Brave und Firefox. Beide blockieren ja immerhin Tracker. Brave hat zusätzlich zufällige Fingerprints von Haus aus. Das heißt, es sagt, manchmal seid ihr jetzt mit Chrome unterwegs und manchmal seid ihr mit Safari unterwegs, gegenüber den Website-Betreibern. Manchmal seid ihr auf einem Apple, manchmal auf einem Windows. Das erlaubt weniger Tracking und lässt sich in Firefox zumindest via Add-on auch nachrüsten. Zusammenfassend kann ich allerdings Folgendes sagen: Firefox ist das Beste, was man hier machen kann. Erfordert aber sehr viel Aufwand und durchaus auch technisches Know-how. Brave ist von Haus aus besser als Firefox und hat weniger Tracker. Verbindungen, die an Google gehen, weil muss halt, gehen bei Brave zuerst an Brave, die sie dann anonymisieren und dann weiterleiten. Nun haben aber beide, also Brave und Firefox, ein ganz besonderes Feature. Es gibt den Tor-Browser, der auf Firefox basiert, und in Brave drin könnt ihr auch ein anonymes Tor-Fenster öffnen, mit dem ihr auf Onion-Links, also quasi Darknet-URLs, zugreifen könnt. An der Stelle lasst die Finger von der Brave-Variante. Der ursprüngliche Tor-Browser ist weit mehr als nur ein privater Modus in Firefox. Da ist noch so viel mehr drin vom Start aus. Der Tor-Browser an sich ist auch der Browser, der am allermeisten auf Anonymität ausgelegt ist. Er ist aber natürlich nur nicht wirklich für den Alltagsgebrauch gedacht. Sowohl Brave als auch Firefox hatten in der Vergangenheit ihre Skandälchen und Bugs, die ich auch teilweise in den IT-Trends natürlich angesprochen habe. Das hier nochmal zu besprechen geht allerdings zu weit. Beide nutzen mittlerweile echt einige Werbeanzeigen, etwa bei Firefox Mobil im neuen Fenster oder bei Brave in der Suchleiste. Bei Brave passiert mittlerweile sehr viel auch im Kryptowährungsbereich. Das liegt unter anderem daran, dass auch Brave ein sehr interessantes Feature hat, einen integrierten Adblocker und sogar einen Adblock-Blocker. Ihr wisst schon, diese furchtbaren Fenster, die sagen, hey, du nutzt Adblocker, deswegen lassen wir dich hier nicht rein. Die werden bei Brave gleich mitgeblockt.
Als Gegenleistung kann man sich von Brave Werbung ansehen und dadurch eine Brave eigene Kryptowährung verdienen und die dann wiederum an den Creator spenden. Und auch hier gab es auch mal ein paar Skandälchen drum. Der YouTuber Tom Scott hat herausgefunden, dass man ja einfach so allen YouTubern spenden konnte, egal ob die ein Konto bei diesen Brave Rewards hatten oder nicht. Falls der Creator das Geld dann nicht abgeholt hat, hat Brave es einfach behalten. Soweit ich weiß, ist das mittlerweile aber nicht mehr der Fall. Ich selbst habe auch schon was von euch bekommen, weswegen ich mich dann auch schon dort registriert habe und ich muss sagen, danke. Das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Zumindest hat es das. Denn mit den neuen Richtlinien in der EU gab es einige Probleme, die Spenden abzuholen, die ich für meinen Teil immer noch nicht gelöst habe. Alles in allem ist das aber eine interessante Variante und eine interessante Idee, einen Adblocker zu nutzen und dennoch die Schaffenden zu vergüten. Generiert wird das Geld aber am Ende auch durch Werbung, sei es durch Werbung im Newsfeed bei Brave oder an anderen Stellen. Will man keine Werbung, kann man das Token auch kaufen und von Hand vergeben. Das wiederum ist eine ebenfalls innovative Option. Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist ein bisschen gemischt. Ich weiß nicht, ob das wirklich die beste Lösung ist, aber ich sehe es ein wenig wie YouTube Premium, nur dass man es eben auch Websites geben kann, wenn man denn keine Werbung sehen will. Fairerweise muss man aber sagen, dass Plattformbetreiber wie Google und Co. leer dabei ausgehen, weswegen die sich dann irgendwann wahrscheinlich dagegen stellen werden. Immerhin stellen die Server zur Verfügung und geben damit auch Geld quasi für uns aus. Ich denke, aktuell hat es nur einfach noch keine Relevanz für sie. Dieser ganze Feature-Load von Brave bräuchte aber tatsächlich ein eigenes Video und wenn ihr das wollt, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. All das kann aber auch natürlich entfernt werden, was Brave so bietet, was aber tatsächlich das einzige ist, was ihr ändern müsst nach der Installation, wenn ihr das nicht wollt. Alles in allem würde ich also hier sagen, Brave und Firefox sind auf Platz 1 zu sehen, während die anderen etwas weiter zurückbleiben. Wenn ihr wenig technisches Wissen habt und eher User seid, empfehle ich deutlich mehr Brave. In vielen Vergleichen und Berichten sehen wir Security und Privacy immer als dasselbe. Und das sehe ich auch in sehr, sehr vielen Online-Videos, in sehr, sehr vielen Berichten. Selbst bei den Browsern selbst sind die Einstellungen überlagert. Aber das ist absoluter Quatsch. Manchmal ist Privacy sogar gegen Security und andersrum. Beispielsweise kann ein Browser euch deutlich besser schützen, wenn er alles an Telemetriedaten sammelt, was es nur so gibt. Zusätzlich noch ein Tracker auf eurem PC, ob ihr vielleicht ein Virus habt und woher der kommt, um andere User natürlich zu schützen. Privacy-technisch ist das ein absoluter Albtraum. Daher muss man immer seine Prioritäten abwiegen. Man muss aber dazu sagen, dass alle Browser wirklich viel für die Sicherheit ihrer User tun mittlerweile. Ein Szenario, das ihr mich häufig fragt: Wenn man auf eine bösartige Website geht, kann man dann direkt gehackt werden? Und die Antwort, die ich normalerweise gebe, ist nein, wenn du deinen Browser gepatcht hast. Das liegt daran, dass ein Hacker dafür einen Exploit in der Browser-Engine ausnutzen müsste, um euch zu hacken. Die sind aber unfassbar schwer zu bekommen und durchaus einige tausend Euronen wert. Das würde man aber eher nicht für einen normalen User nutzen, sondern für High-Value-Targets wie zum Beispiel Politiker oder Journalisten. Bringt hingegen ein Hersteller ein Update raus, kann der Exploit in alten Browser-Versionen natürlich ausgenutzt werden und angewandt werden. Google und Mozilla arbeiten beide sehr hart, um ihre Engines sicher zu halten. Man muss aber dazu sagen, dass Google einfach mehr Kapazitäten so hat im Durchschnitt, um nach Exploits eben im eigenen Browser und in der eigenen Engine zu suchen, weswegen Chromium-basierte Browser meist als ein kleines bisschen sicherer gelten. In der Praxis hat das für euch aber vermutlich wenig Relevanz. Auch ganz spannend, HTTPS-Zwang ist mittlerweile, was früher als Add-on verfügbar war, mittlerweile ist das eigentlich in jedem Browser üblich und verfügbar. In manchen solltet ihr allerdings die Option noch manuell setzen. Ein weiteres wichtiges Merkmal sind Browser-Extensions. Hier ist die Devise, je weniger Add-ons ihr installiert habt, desto weniger kann ein Hacker bei euch eindringen. Wird das so zu hören, oder? Aber Browser-Add-ons wurden schon häufig ausgenutzt und es befindet sich auch gelegentlich Malware in den Browser-Stores. Deswegen sind hier Browser, die alles beinhalten, meist besser als die, die man noch nachrüsten muss. Chrome tut hier tatsächlich einiges mit ihrem Safe Browsing. Es können URLs gesendet,
Achtung Privacy-Leute, und gescannt werden. Bösartige Websites werden erkannt, was auf einer riesigen Meldeinfrastruktur von Google basiert, die man kaum nachmachen kann, und bei Passwortleaks kriegt man sogar eine Benachrichtigung. Firefox hat das nicht in diesem Ausmaß, blockiert aber Cryptominer, also JavaScript-Seiten, die im Hintergrund eure Rechenleistung ausnutzen wollen. Wie das auch so zum Beispiel Opera, Brave und Edge tun. Bei Vivaldi und Chrome konnte ich diese Funktion nicht direkt finden, ist aber vermutlich auch dort Bestandteil. Generell unterscheiden sich die Browser also nicht drastisch, was die Security angeht. Sie bekommen auch alle recht häufig und schnelle Updates. Grundsätzlich wird hier aber ein riesiger Konzern wie Google immer ein kleines bisschen schneller sein, wenn sie die Engine aktualisiert haben, auch den Browser zu aktualisieren. Ein wirkliches Problem ist das aber, denke ich, in der Praxis nicht. Vergesst aber nicht, dass auch die Zusatzfunktionen der Browser abgesichert werden wollen. Und das macht nicht Google, sondern jeder Hersteller selbst. Was für mich auch oft ein Grund ist, zu keinem signifikant kleinen Browser zu gehen. Add-ons braucht ihr in keinem Browser mehr, um wirklich ein sicheres Erlebnis zu haben. Spannend ist aber noch die Frage nach Open Source, denn vieles wird an Sicherheitslücken darüber gefunden und dann natürlich repariert. Firefox ist erstmal komplett Open Source, das heißt, da kann jeder nach Lücken suchen. Bei allen anderen ist zumindest die Engine und damit der wichtigste Teil auch Open Source. Bei Chrome, Edge, Vivaldi und Opera zählen allerdings die Browser, die auf den Engines aufbauen, als proprietäre Browser. Das heißt, nicht alles an ihnen ist Open Source. Brave hingegen ist grundsätzlich quelloffen. Auch was die Erweiterung angeht, werdet ihr kaum einen Unterschied zwischen den Browsern finden. Außer Firefox sind nämlich alle auf Blink basiert und demnach nutzen alle eigentlich denselben Store. Die meisten Add-ons sind auch für Firefox verfügbar, manche sind sogar nur für Firefox verfügbar, vor allem im Privacy-Bereich. Wie aber vorhin schon gesagt, braucht man die ohnehin oft gar nicht mehr. Viele Features, auch gerade in der UI, sind ziemlich nützlich. Ein Feature, das manche Browser anbieten, hat sogar schon sein eigenes Video bekommen. Passwortmanager. Die verlinke ich euch gleich noch in der Endcard. Einige Features sind auch wirklich auf allen Browsern verfügbar. Darunter ist Account Syncing, das heißt, ihr nutzt den Browser mobil und an 5 Rechnern, kein Problem, ist immer dasselbe. Mit zum Beispiel Lesezeichen und so weiter. Es gibt ein paar feine Nuancen. Brave zum Beispiel will kein Konto für euch einrichten, sondern ihr synchronisiert via QR-Code. Die anderen wollen meistens ein Konto. Wir hatten uns vorhin auch schon über die Adblocker-Funktion unterhalten, die Brave sehr innovativ löst. Brave bietet noch einige mehr Funktionen, gerade im Kryptobereich. Sie haben NFTs, Wallets und so weiter integriert, ohne zu werten. Wer das mag, ihr findet einen ganzen Haufen dort. Sogar IPFS wird direkt im Browser unterstützt. Um bei Opera Features anzusprechen, will ich erstmal die Anti-Features noch ansprechen. Als ich den Test durchgeführt habe, habe ich mit Entsetzen gesehen, dass sich Opera einfach dreist direkt in meine Taskleiste geschrieben hat und sich sogar schon bei der Installation ungefragt als Standardbrowser eingetragen hat. Das ist ziemlich aufdringlich und meines Erachtens nicht so angenehm, um ehrlich zu sein. Gerade Opera hat aber tatsächlich einiges zu bieten. Sie liefern ja auch noch einen zweiten Browser, Opera GX, den ich hier nicht separat behandeln will. Vieles läuft da über die Seitenleiste. Twitter, Messenger, Insta, Gaming und noch mehr. Und es gibt sogar noch einen dritten Browser von Opera, nämlich den Web3 Browser, also noch mehr Krypto, der mit einigen D-Apps, Metaversen und Blockchains verbunden sein soll. Ich habe in diesem Test allerdings nur den normalen Opera Browser installiert. Ich finde das Konzept von 3 Anwendungen irgendwie eher hinderlich, wenn man doch alles in einen packen könnte, aber per Option aktivieren oder deaktivieren könnte. Vivaldi fragt euch beim Setup, wie viel Vivaldi ihr eigentlich wollt. Minimal, Standard oder alles. Wenn ihr alles wollt, bekommt ihr Browser inklusive Standardfunktionen wie Tabs zusammenlegen, Screenshots, Notizen, aber auch Mail, Kalender, RSS-Feedreader und Kontakte sind mit dabei. Das lässt sich hier allerdings nicht alles vorstellen, aber wer Krypto hasst, der dürfte glücklich werden. Vivaldi hat sich nämlich entschieden gegen Kryptowährung gestellt. Chrome, Firefox und Edge werben hauptsächlich mit ihren Startseiten und Interfaces und Punkten, die ich schon angesprochen habe. Aber hier noch ein paar Worte zum Interface. Wir haben hier versucht, möglichst viel zu zeigen, euch visuell das Ganze auch ein bisschen aufzubereiten, damit ihr euch am Ende ein eigenes Bild machen könnt.
Am Ende ist nämlich genau das Problem. Interfaces sind unfassbar subjektiv. Deswegen gibt es hierzu kein Urteil von meiner Seite, nur ein kleiner Geschmack, den ich äußern möchte. Ich war im Test tatsächlich ganz schön überrascht, wie schnell Edge mittlerweile geworden ist. Aber ich möchte hier nochmal sagen, dass man nicht auf einen Browser limitiert ist. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Am schnellsten auf dem Desktop mit Windows-System war definitiv Edge, während das mobil eindeutig Chrome war. Scheint also doch wichtig zu sein, welches System man nutzt. Unabhängig vom System konnte aber Brave auch überzeugen und in der Praxis habe ich eigentlich keinen Unterschied feststellen können beim Browsen. Bei der Privatsphäre sind Brave und Firefox gute Entscheidungen und natürlich Tor, wenn man es ganz privat möchte. Von der Sicherheit ist Chrome eine ziemlich gute Wahl. Features sind bei Vivaldi echt massiv, sofern man keine Kryptosachen möchte, und Brave stellt eine spannende Alternative zu Werbung vor, die aber noch oder wieder etwas hinkt. Opera hingegen macht weder Privatsphäre noch Performance so richtig gut und auch die Features sind irgendwie seltsam verteilt auf 3 verschiedene Browser. Jeder hat seine ganz eigenen Prioritäten, weswegen ich mal meinen Use Case, meine Prioritäten aufzeigen möchte. Meine Arbeit ist vollständig öffentlich. Skripte, die ich schreibe, liegen bei Google Docs, werden von mir eingesprochen und dann als YouTube-Video hochgeladen. Und das hat seine Gründe. Google bietet einen guten Workflow mit allem, was man macht. Ist man ohnehin in der Öffentlichkeit, kann man das durchaus nutzen. So kann ich Menschen erreichen, die ich sonst nicht erreichen würde. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht davor schon mal ein Video von mir gesehen habt. Wenn nicht, kommentiert mir, wie ihr auf dieses Video hier gestoßen seid. Vielleicht habt ihr es ja empfohlen bekommen. Auch die Sicherheit von Chrome und allen Google-Diensten ist nicht zuletzt ein Argument für Google. Deswegen seht ihr auch, wenn ich meist Aufnahmen mache, ziemlich häufig Chrome. Privat hingegen ist Brave durchaus eine wichtige Alternative für mich geworden. Er ist schnell, erlaubt viel über die Privatsphäre, allerdings nutze ich aufgrund der Probleme, die ich als Creator mit Bad in letzter Zeit hatte, den eingebauten Adblocker nicht mehr. Stattdessen nutze ich YouTube Premium, um bei YouTube werbefrei zu sein. Ist die Werbung wirklich unerträglich, schalte ich ihn ein oder verlasse ganz einfach die Seite. Auch mobil bin ich recht angetan gewesen vom Brave Browser. Er ist schnell, fast so schnell wie Chrome, wobei ich den Unterschied nicht wirklich gespürt habe im Test, in der Praxis. Und anders als bei Firefox zum Beispiel hatte ich keine Probleme mit der Darstellung von mobilen Websites. Bei Firefox gab es da ein paar Schwierigkeiten. Auch hier bleibe ich also beruflich bei Chrome und privat wechsle ich zu Brave, beziehungsweise habe ich zu Brave gewechselt. Hier sollte aber jeder seine eigenen Prioritäten setzen können. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Vergleich eine kleine Hilfe dazu bieten. Jetzt weiß ich natürlich, dass nicht alle Browser in Erscheinung getreten sind, ebenso wie ich im Messenger-Vergleich einige Messenger nicht vorgestellt habe. Wir sind nun aber schon bei 9 Seiten im Skript, was deutlich über meiner eigentlichen Grenze liegt, und wird das Video zu lang, sieht es sich niemand mehr an, was wirklich schade wäre. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das ganze Video liken würdet, ein Abo dalasst und es vor allem aber auch kommentiert und teilt. Kommentare helfen mir insbesondere, eure Bedürfnisse und eure Interessen besser kennenzulernen. Solltet ihr euch für einen Browser mit Adblocker entschieden haben, dann schaut doch vielleicht auch mal auf meinem Patreon vorbei. Da gibt es sogar noch einige Informatikkurse oben drauf. Bis zum nächsten Mal, ciao!